Meine Welt, meine Meinung. Herzlich willkommen, guten Abend, Chefreporterin von Welt, Anna Schneider. Schön, dass du bei uns bist. Wir wollen ja gleich anknüpfen. Wir haben gerade gehört, wie es ums Bürgergeld steht. Dementsprechend dein Verlierer, der Bundesarbeitsminister. Ist wirklich so. Ich meine, man könnte wie immer oder wie so oft auch als den Verlierer den Steuerzahler herannehmen, weil wer finanziert denn den ganzen Spaß? Und man kann ja eigentlich schon inzwischen gar nicht mehr zuschauen, wie oft wir Schlagzeilen zum Bürgergeld kriegen, was alles nicht funktioniert. Das ist schon mal wieder ein kleines Hoch, würde ich sagen, weil wir haben die Zahlen gesehen, 51% der Menschen, die in Arbeit finden, sind ein halbes Jahr später wieder zurück im Bürgergeld. Und irgendwie vergisst man das manchmal, aber nicht nur die Grünen, sondern auch Hubertus Heil hat in dieser Regierung durchaus auch so eine Problembärenrolle. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber gestern Abend war ja auch ein Bericht aus Berlin und da ging es auch ganz viel davor um Wirtschaft und Energie und so Sachen und das letzte Woche im Bundestag ein Siemens-Manager war und der hat gesagt, ich zitiere kurz, es gibt eigentlich nichts, was dafür spricht, in Deutschland zu investieren. Und Hubertus Heil entgegnet, das ist großartig, wir haben Handlungsbedarf, weil andere besser geworden sind. Gar nicht, weil wir schlechter geworden sind. Also vielleicht ist Hubertus Heil ja nicht der Verlierer, sondern ist einfach nur schlechter als die anderen. So kann man es auch sehen, schön umdefiniert. Lass uns auf jemanden schauen, der eigentlich den Kampf um die Kanzlerkandidatur verloren hat, aber den siehst du jetzt trotzdem als Gewinner. So, wir haben hier ein kleines Tonproblem. Wir bitten das zu entschuldigen. Anna, ganz oldschool. Das ist fantastisch. Ja, genau. Also, ich meine, es wurde ja sehr viel gesprochen in der Zeit über Markus Söder, wir können ihn beim Namen nennen. Ja. Und vor allem auch um seinen Pfad, dass er unbedingt ausschließt, mit den Grünen koalieren zu wollen. Also anders als Merz sagt er ja, nein, mit diesen Grünen nicht und mit gar keinen Grünen jemals. Und jetzt hat er in einer INSA-Umfrage für Bayern 43%. Und das ist die höchste Zahl, die es jemals gab unter ihm als Vorsitzenden, soweit mir nicht alles täuscht. Seit in diesen letzten 6 Jahren. Und natürlich muss man dazu sagen, auch die AfD hat zugenommen, BSW sogar auch und die Freien Wähler haben ein bisschen verloren. Aber offensichtlich kommt dieser Kurs, dieser Anti-Grünen-Kurs sehr gut an. Und da kann man jetzt darüber streiten, ob Friedrich Merz sich das vielleicht auch noch mal anschauen sollte und sich überlegen. Also man kann ja auch verstehen, dass er jetzt nicht ein Jahr vor der Bundestagswahl schon ausschließt, mit wem er koaliert. Ja, aber nochmal, es gibt offensichtlich ganz viele Menschen, die die Schnauze voll haben von grüner Politik, wie sie im Bund betrieben wird. Und ich finde, da haben sie auch große Berechtigung dazu. Also da irgendwie Söder mal abzukanzeln und so zu tun, als hätte er irgendwie Angst vor den Grünen oder sonstiges. Das glaube ich nicht, dass er Angst hat. Eben. Also man kann ihm viel vorwerfen, aber ich glaube, das... Ja. Weil du gerade sagst, viele haben die Schnauze voll von grüner Politik. Wir wollen gleich weitermachen mit dem Bundesaußenministerium in grüner Hand. Die Koalition wollte ja eigentlich keine Steuergelder mehr für die private Seenotrettung im Mittelmeer locker machen, sagt die FDP. Aber das Bundesaußenministerium, hält sich das dran? Ja, das ist ja quasi mein Aufreger heute. Also es kam raus aufgrund einer Anfrage eines CDU-Abgeordneten, dass Annalena Baerbock genauso viel Geld wie letztes Jahr auch heuer in die private Seenotrettung steckt, via Auswärtiges Amt. Und der Christian Dürr von der FDP regt sich darüber furchtbar auf, weil er sagt, nein, der Bundestag hat beschlossen, dass das eigentlich anders sein soll. Und dieser Streit geht heute durch die Medien, weil das Auswärtige Amt und auch eine Regierungssprecherin hat jetzt wieder dem Dürr oder der FDP vorgeworfen, das stimmt doch nicht, 2022 wurde beschlossen, dass das so und so finanziert wird. Also man darf gespannt sein, wie das ausgeht, aber es ist halt schon rein von außen betrachtet ein bisschen eine Farce, wenn man eigentlich sich nicht nur als Regierung, sondern auch als Opposition die ganze Zeit damit beschäftigt, wie man irreguläre Migration beenden kann und dann mit Steuergeld irreguläre Migranten reinholt. Und das ist ja nicht gesagt, dass man Menschen nicht retten soll, die irgendwie am Ertrinken sind, keineswegs. Aber dass das der größte Anreiz für Schlepper ist, glaube ich, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Also ich finde das schon sehr dreist, was da aus dem Auswärtigen Amt kommt. Und da kann man eigentlich wirklich nur dazu sagen, dass die Grünen irgendwie jede Woche beweisen, warum man keine Regierung mit ihnen eingehen sollte. Wo wir wieder bei Herrn Söder wären, aber gut. Ja, das stimmt, ne? Wie aus dem Tollhaus hört sich das schon fast an. Kommen wir zur Nachricht des Tages. Donald Trump, der hat einen neuen Job als Pommesverkäufer, zumindest für 15 Minuten. Ja, fantastisch. Also ich weiß gar nicht, wie man sich so sehr darüber aufregen kann. Und es versuchen ganz viele Medien da irgendwie reinzuschreiben, dass er so böse ist und er macht das nur, um Kamala vorzuführen und so weiter. Das ist doch der beste PR-Coup ever. Also in Amerika ist McDonald's noch größer als bei uns, falls das möglich ist. Irgendwie hat McDonald's, ob man es glauben kann oder nicht, mal geschenkt, aber eine Zahl rausgegeben, dass irgendwie jeder 8. Amerikaner im Laufe seines Lebens bei McDonald's arbeitet. Also es ist richtig big thing. Und dass Kamala Harris nicht selbst auf die Idee gekommen ist, das zu machen, glaube ich, ärgert sie mehr. Sie geht eigentlich lieber aufs Cover der Vogue. Ich meine, ich verstehe es total, ich würde auch lieber auf der Vogue sein, aber... Als der McDonald's? Ja, voll. Aber zu verstehen, dass man da wirklich den Menschen vielleicht das Gefühl gibt, man ist nah bei ihnen und noch dazu so einen Spaß draus zu machen mit Donald Trump, also da hat er alles richtig gemacht und da könnte Kamala Harris noch vielleicht ein bisschen was lernen sogar.
Ich muss sagen, ich finde diese Bilder auch wirklich irgendwie wahnsinnig witzig. Also egal, was ich jetzt mal von Donald Trump halte, das ist nochmal ein... Genau, ist einfach wirklich gelungen. Aber diese Bilder, die finde ich wirklich sehr lustig. Und mein Bild des Tages bist du mit unserem schönen Mikro. Wir bitten das nochmal zu entschuldigen. Danke. Anna, danke schön. Gerne.